so als kleines Vorwort hier mal, was ich bisher getan habe. Also das erste, was wir haben, ist, dass wir den Arduino Nano mit NRF24 getestet haben. Das wären die ersten zwei Punkte. Dann habe ich den Attiny 2313 ausprobiert. Dann habe ich den Attiny 13A ausprobiert, jeweils mit den NRF24. Und dieser Film geht jetzt darum, den Attiny 2313 tatsächlich mit dem NRF24 aktiv für eine RGB-Beleuchtung einzusetzen. Und mal gucken, was rauskommt. Zudem der Attiny 2313. Das Problem ist, in der ursprünglichen Version habe ich eigentlich versucht, die PWM, ich glaube, die sind, wie rum ist er denn? Ach, so rum gehört er. Das sind diese 3 Pins hier, dass ich versucht habe, die PWNs anzusteuern. Und es hat halt mit der Originalbibliothek nicht funktioniert. Warum, weiß ich nicht so genau, aber der hat bei den 10-Bit PWMs offensichtlich die Clock nicht gesetzt. Woraufhin ich dann das hier programmiert habe. Es funktioniert, ja. Ja, bleiben wir einfach nur bei es funktioniert und es war's. Gott sei Dank ist dieser Code, wenn man ihn dann zum Schluss anwendet, um einiges einfacher zu brauchen. Hier, wie man sehen kann, man initialisiert einfach nur das PWM, muss man ganz am Anfang machen, weil sonst die anderen Pins unter Umständen gelöscht werden. Der setzt nämlich den Port B auf 0, glaube ich. Und dann kann man hier einfach sagen, so, 8-Bit, Values, Red, Green, Blue. Und es funktioniert tatsächlich. Ich habe ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, was ich da überhaupt programmiert habe. Ich habe einfach nur Code von anderen Leuten genommen und es in meine eigene Form gebracht, aber es funktioniert. Es wurde allerdings zu keinem Zeitpunkt bewusst getäuscht oder bewusst die Urheberschaft nicht kenntlich gemacht. Jetzt kommt das eigentliche Wunder. Ich lese ein Datenblatt. Damit ich diese kleinen Transistoren hier verstehe, lese ich das erste Datenblatt in meinem Leben. Und ich muss sagen, diese Teile sind verständlicher, als ich dachte. Gut, ich verstehe nicht ganz, was Pulsed Strain Current... Ach so, ich darf nur 10 Ampere pulsiert durch... Ach so, okay. Continuous Source Current ist 1,6 Ampere. Das heißt, die Source hält 1,6 Ampere aus. Okay, alles klar. Power Dissipation 1,25 Watt. Ja, gut. Okay. Ich habe es verstanden, was das bedeutet. Gut, das ist jetzt ein bisschen komplizierter, aber da steige ich auch irgendwann mal noch durch. Transfer Characteristics, Output Characteristics verstehe ich, aber was sind Transfer Characteristics? Bla bla bla, bla bla. Ja. Also ich glaube, mit dem Code komme ich besser zurecht. Scheiße. Aber es ist ein MOSFET. Guckt mal. Das bedeutet, der funktioniert sowohl mit 5 als auch mit 3,3 Volt. Müsst ihr mal ausprobieren, was für eine Charakteristik mit 3,3 Volt hat. Weil der NRF24, der funktioniert ja nur mit 3,3 Volt. Wenn ich den mit 5 Volt ansteuere, wie die Teile hier unten sind, dann vermute ich mal, knirscht es ein wenig. Habe ich nicht vor, werde ich nicht machen. Are you sure this will work? I have no idea! Weil da ist etwas geschehen, was ich nicht erwartet habe. Zum einen sind die Farben invertiert, das heißt 0 ist 255 und 250 ist 0. Das heißt, jetzt ist das Ganze grün. Das heißt nicht mein Standard RGB, sondern in diesem Fall ist es
GRB oder so. Ja, genau. Jetzt ist es grün. Wenn ich grün auf 0 stelle, dann stelle ich mal rot auf 0. Machen wir ein schönes Gelb. 0 und dann machen wir hier noch eine 100 rein. So und zack, haben wir ein schönes Gelb. Und das funktioniert soweit und das programmiere ich jetzt hier rum. Ich habe es Gott sei Dank nur reingesteckt. Und sobald ich das rumprogrammiert habe, funktioniert das. Ich habe jetzt dieses Teil hier, das mittendrin einfach 3,3 Volt auf 4,5 Volt, 4,5 statt 3,3 Volt geliefert hat, habe ich jetzt ausgetauscht durch ein etwas optimaleres Teil. So als kleine Anmerkung. Nur weil es zusammengesteckt funktioniert, heißt es nicht, dass es gelötet funktioniert. Ihr werdet gleich merken, was ich damit meine. Und das ist jetzt mal das Zwischenergebnis, das ich habe. Hier, wie man sehen kann, wunderschön gelötet. Ich drehe es mal vorsichtig um. Hier unten auch dran gelötet. Das hier ist im Grundsatz der Spannungsumwandler. Und ich habe es bis jetzt noch nicht ausprobiert. Ich hoffe, es funktioniert. Yay, das Standardproblem. Es funktioniert nicht. Es war kein Kurzschluss drinnen, es lag an der Stromversorgung. Okay, ich habe, wie es scheint, das Rätsel um das Nicht-Funktionieren gelöst. Und zwar war es so, oder ist es so, was ich gemacht habe, ist, ich habe hier zuerst in den Widerstand hingelötet, einfach um das hier von dem Teil hier zu trennen. Und dann habe ich einen Kondensator hingelötet als sozusagen als eigene Spannungsversorgung für den NRF24. Und das hat irgendwie, also ich schalte es gerade eben hier ein und aus, das hat irgendwie das Problem gelöst. Seltsamerweise. Ja, das ist invertiert, das heißt, wenn ich hier auf On drücke, geht es aus und ansonsten ist ja egal. Aber das war des Rätsels Lösung. Ich vermute mal, der hatte einfach einen Brownout. Ich muss mal gucken, da gibt es doch mit Sicherheit auch irgendwas, wo man nachgucken kann, hast du einen Brownout oder nicht, und dann kann ich eine LED leuchten lassen. Jo, jetzt ist das ganze Ding zusammengebaut worden. Wie man hier sehen kann, ist hier der NRF24. Und es funktioniert eigentlich alles. Könnte vielleicht noch ein bisschen besser befestigt sein. Egal. Und hier kurz der Schaltplan. Er soll euch eigentlich nur zeigen, was ich gemacht habe. Ich bin nicht sehr gut im Schaltpläne zeichnen. Und im Löten auch nicht.